Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von «Anlegen mit Weitblick» im Januar mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, auch passend zum Jahresanfang würden wir auch einen Blick auf die aktuelle Positionierung in unserem Vermögensverwaltungsmandat werfen. Ja, Philipp, kannst du uns kurz erzählen, wie wir jetzt das neue Jahr starten? Ja, wenn wir die Positionierung anschauen, dann haben wir das neue Jahr gestartet, wie wir es aufgehört haben. Das heisst, wir haben keine Veränderungen vorgenommen. Bei den Obligationen sind wir weiterhin in einem leichten Untergewicht. Das vor allem, weil in der Schweiz eigentlich im Geldmarkt ein bisschen mehr zu holen ist. Also wir haben anstatt Schweizer Obligationen zu einem gewissen Teil sind wir im Geldmarkt investiert, weil es im Moment bessere Renditen gibt. Bei den Aktien sind wir alle in einem leichten Untergewicht, wobei es hier gewisse Unterschiede innerhalb der Aktien gibt. Wir sind in Europa in einem starken Untergewicht, dafür in der Schweiz ein leichtes Übergewicht. Und zu guter Letzt bei den Immobilien haben wir ein ganz leichtes Untergewicht von 1%. Dort erwarten wir, dass wir in naher Zukunft ein bisschen günstiger einsteigen können und das sozusagen wie zurückkaufen. Wir sind also vorsichtig gestartet, aber vorsichtig optimistisch ins neue Jahr. Dann hänge ich hier an, was mich besonders interessiert. Was sind die Gründe für diesen Optimismus? Ja, das sind eigentlich zwei Gründe. Also erstens glauben wir, dass wir schon vor Monaten am Ende des Zinserhöhungszyklus sind angekommen. Die Nationalbank hat die Zinsen so weit angehoben, dass die mittlerweile über oder gerade auf der Inflation liegen. Das ist wichtig für eine effektive Inflationsbekämpfung. Also dort sicher mal Entwarnung. Und auf der anderen Seite, nach Phasen von Abschwung, folgt eigentlich im Durchschnitt und in der Tendenz immer eine Phase von überdurchschnittlichem Wachstum, wo die Börsen auch eben überdurchschnittlich die profitieren. Jetzt, du hast gesagt, vorsichtig optimistisch. Was mahnt im Moment noch zur Vorsicht? Ja, das sind auch wieder zwei Gründe. Das erste ist, wirtschaftlich gesehen ist sicher noch nicht alles vorbei. China hat weiterhin Mühe. Europa ist im Abschwung und hat sich sogar noch ein bisschen verstärkt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass jetzt gegen Ende von der Inflationsbekämpfung hat es auch härter, also das beobachten wir auch. Jetzt, am Anfang ist die Inflation stark zurückgegangen, aber ja, jetzt die letzten Monate hat das wesentlich härter. Aber wie gesagt, wir sind zwar vorsichtig, aber optimistisch. Wir glauben, dass man viel erreicht hat und sind darum optimistisch gestimmt. Jetzt aktuell gibt es Volkswirtschaften, wo wir auch schon beobachten können, dass sie sich in Rezession befinden. Du hast vorhin erwähnt, nach einem Abschwung folgt relativ schnell auch wieder ein starker Aufschwung. Wann kann man jeweils mit so einem Aufschwung rechnen? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Man sieht auf der blauen Linie sieht man die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte über die letzten 50 Jahre. Grau ist Phase der Rezession und grün sind Phasen der Rezession, wo aber die Aktienmärkte schon wieder steigen. Und im Durchschnitt ist das 2 bis 3 Monate, schon bevor die Rezession ein Ende gefunden hat, für die Aktienmärkte zu drehen. Also die Aktienmärkte sind ein vorlaufender Indikator und das heisst, man muss also auch nicht warten, bis die Rezession vorbei ist, um wieder einzusteigen. Dann habe ich zum Abschluss noch eine Zuschauerfrage für dich mit dabei. Und zwar Claudio aus dem Kanton Graubünden. Er hat gelesen, dass die Schweiz einen sehr hohen Anteil von administrierten Preisen hat. Wir sehen das auch eingeblendet auf der Grafik. Er möchte wissen, ob das eigentlich etwas Positives oder Negatives ist. Aber vielleicht zum Starten kannst du uns erklären, was es mit diesen Preisen überhaupt auf sich hat. Ja, administrierte Preise sind Preise, die nicht vom Markt bestimmt werden, also nicht Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, sondern durch eine staatliche Intervention. Also das kann entweder direkt sein mit Festlegen oder auf eine andere Art, wo der Staat festlegen oder helfen festzulegen. Das ist bei uns der Bund, der Kanton oder eine Gemeinde. Beispiel sind Gesundheitskosten, sind die Energiepreise, sind aber auch die Mieten oder der öffentliche Verkehr. Und für auf die Frage von Claudio zurückzukommen, ist das aus Sicht von Schweizer Konsumentinnen etwas Positives oder Negatives? Ja, wenn wir es auf die Inflation anschauen, dann hat das eigentlich keinen Einfluss auf die Höhe der Inflation, sondern hat einen Einfluss auf die Länge oder auf die Dauer oder wenn sie anfällt. Also, ich will damit sagen, dass
Die staatlichen Preise haben natürlich länger, bis sie sich anpassen. Das heisst, wenn die Inflation ansteigt, geht es dann noch eine Weile, bis die administrierten Preise reagieren. Und andererseits passiert natürlich, wenn die Inflation sinkt, das Gleiche. Also es geht dann dafür hinten raus ein bisschen länger. Man kann vielleicht positiv sagen, es hat eine gewisse dämpfende oder ausgleichende Wirkung auf die Inflation. Negativ, ja, wenn Angebot und Nachfrage nicht spielt, dann hat es auch keinen Druck auf den Preis. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind die Preise auch ein bisschen höher, als sie im freien Markt sind. Das muss nicht immer sein, aber in der Tendenz ist das sicher zu beobachten. Merci vielmals für deine Erklärungen. Ja, wenn auch ihr mal eine Frage habt, dann zögert nicht und meldet euch unter der eingeblendeten Adresse. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.